Jetzt ist es Zeit, dass du deine Schmerzen im Nacken wieder in den Griff bekommst, damit du die volle Beweglichkeit wieder zurückerreichst. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, die du machen kannst, um Schmerzen in den Nacken zu beseitigen und wieder voll den Schulterblick machen zu können. Die meisten Patienten haben Bewegungseinschränkungen im Nackenbereich, weil die einfach zu viele Schmerzen haben. Oder weil sie Angst haben, sich wieder zu bewegen und dadurch Schmerzen entstehen können. Das Wichtige ist, dass du erstmal langsam anfängst, dass du versuchst, wieder deine volle Bewegungsausmaß zu erreichen. Aber das dauert ein bisschen. Von Tag zu Tag versuchst du bei diesen Übungen weiterzukommen, beziehungsweise immer ein bisschen mehr deine Muskulatur zu anspannen und zu entspannen. Weitere Faktoren wie zum Beispiel genügend Schlaf, gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil werden auch dafür sorgen, dass du beschwerdenfreier bist. Aber das beim nächsten Video. Und zuerst fangen wir mit der Beweglichkeit von dem Nacken an. Im Alltag ist es nicht selten, dass man den Nacken bzw. den Kopf zu weit nach vorne führt. Um dagegen zu wirken, dass du jetzt halt die Streckmuskulatur von dem Nacken wieder bearbeitest, solltest du versuchen, auch gezielt in diese Richtung zu trainieren. Und dafür stellst du dir jetzt als Referenzpunkt deine normale Haltung, so wie du jetzt gerade stehst, legst deinen Finger auf dem Kinn und versuchst jetzt, dass du mit dem Kopf nur nach hinten gehst, von deinem Finger weg. Und dann wieder nach vorne. Wenn du diese Bewegung jetzt 12 Mal wiederholt hast, dann versuche, dass du am Ende von der Bewegung zusätzlich noch ein Doppelkinn machst. Das wird ein bisschen komisch aussehen und es wird so sein. So, Kinn nach vorne und dann zurückziehen. Und jetzt nur den Kopf leicht nach unten drehen, nicht den Nacken. Dass du einen schönen Doppelkinn hast. Und dann hältst du diese Haltung für 10 Sekunden. Und dann wieder locker lassen. Und dann wiederholst du die nächste Serie. Und dann gehst du nochmal nach hinten. Und bei der 12. Wiederholung bleibst du jetzt da hinten und bringst nur den Kopf nach unten mit dem Doppelkinn. Und dann bleibst du in dieser Haltung für 10 Sekunden. Du wirst spüren, dass deine tiefen Nackenmuskulatur dadurch einen leichten Zug erfährt. Mit dieser Übung trainierst du als allererstes die Streckmuskulatur von deinem Hals und dass du von dieser Haltung entgegenwirken kannst. Vor allem, wenn du jetzt am PC arbeitest. In dieser Übung werden wir jetzt die seitliche Muskulatur vom Hals bearbeiten, damit du den Kopf wieder perfekt drehen kannst. Du beginnst die Übung immer mit der Seite, die dir weniger weh tut. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine eingeschränkte Drehbewegung nach rechts hast, dass du nicht genug über deine rechte Schulter gucken kannst, wirst du dann mit der linken Seite anfangen. Du drehst deinen Kopf so weit wie du kannst nach links, gibst jetzt den Kinn einen Widerstand, dass du den Kopf jetzt nach rechts drehst, hältst dagegen für 5 Sekunden. Und nach 5 Sekunden lässt du locker und dann drehst du deinen Kopf noch weiter nach links. Und dann wieder von vorne. Du bewegst deinen Kopf erstmal nach links, so weit wie du kannst, gibst dann einen Widerstand, versuchst den Kopf nach rechts zu drehen, hältst diese Spannung für 5 Sekunden und nach 5 Sekunden locker lassen
und weiter den Kopf nach links drehen. Auch wenn am Anfang diese Übung dir ein bisschen Schmerzen verursachen, das ist nicht schlimm. Du musst dich einfach wieder daran gewöhnen, beziehungsweise deiner Muskulatur wieder zeigen, dass Bewegung nicht schmerzhaft ist, beziehungsweise dass Bewegung dich nicht schadet. Und je mehr du übst, desto mehr wirst du auch merken, dass du die Beweglichkeit komplett wieder zurückbekommen könntest. Du beginnst alle Übungen immer mit der Seite, die dir am wenigsten wehtut, und dann baust du es auf und machst genau das gleiche nochmal in die andere Richtung. Wie wir davor begonnen haben, du hast Schwierigkeiten erstmal nach rechts zu drehen, dann machst du die Übung erstmal nach links, wiederholst diese Übung 5-mal und dann machst du genau das gleiche jetzt zu der Seite, die tatsächlich wehtut. Das heißt, du bringst den Kopf jetzt nach rechts. Bevor die Schmerzen auftreten, hörst du auf. Hältst in dieser Position, gibst jetzt einen Widerstand am Gesicht, versuchst jetzt mit einer leichter Kraft deinen Kopf nach links zu drehen, hältst es für 5 Sekunden und nach 5 Sekunden drehst du deinen Kopf noch weiter zu deiner rechten Seite. Und auch hier sollst du versuchen 5 Wiederholungen. Das heißt, leicht drehen, 5 Sekunden halten, entspannen und weiter in der Richtung drehen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. So verpasst du keine neuen Videos, die deine Gesundheit und deine Beweglichkeit wieder fordern werden. Und wir legen los zu unserer dritten Übung. Du legst jetzt deine Hände gekreuzt hinter deinen Kopf. Ellenbogen kommen so weit wie möglich nach außen gezeigt. Und jetzt gibst du bewusst einen Druck von deinem Kopf nach hinten gegen deine Hände. Ziehst die Schulterplatte ganz weit nach hinten zusammen, die Ellenbogen zeigen nach hinten und dann wieder locker lassen und lösen. Und dann nochmal, Ellenbogen kommen nach außen, die Schulterblätter ziehst du zusammen und den Kopf drückst du ganz weit nach hinten. Hältst die Spannung für 5 Sekunden ungefähr und dann einfach wieder lösen. Man sieht ja nicht ganz so viel, aber von hinten, die Ellenbogen kommen nach außen, die Schulterblätter ziehst du zusammen und den Kopf drückst du jetzt nach hinten gegen deine Hand. Hältst diese Spannung für 5 Sekunden und dann einfach wieder lösen. Und noch einmal Ellenbogen nach außen zeigen, Schulterblätter zusammenziehen und den Kopf nach hinten gegen deine Hand drücken. Und diese Übung solltest du im idealen Fall mindestens 3 Serien machen. Die erste Serie würdest du dann 12 Wiederholungen machen, bei der zweiten Serie 10 Wiederholungen und die dritte Serie dann nur noch 8. Nachdem du die gesamten Übungen gemacht hast, vergesse nicht die Schulter zu kreisen, damit sich das alles danach wieder lockert und du dieses Gefühl von der Bewegung, dass es dir nur gut tut, dass du das wieder zurückbekommst. Wie ist es bei dir? Gibt es denn eine Bewegung, die besonders schmerzhaft ist oder tun einfach alle Bewegungen weh? Lass mir in den Kommentaren, wobei du am meisten Schmerzen hast. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!